Erhält das Wort der Kollege Piotr Bystron, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Exzellenz! Ja, Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und wir haben hier sehr viel über die Verantwortung von Wladimir Putin an diesem Krieg gehört. Und Putin wird sich auch verantworten müssen vor den russischen Wählern, vor den russischen Bürgern. Aber unsere Bürger wollen wissen, welche Rolle hat die deutsche Bundesregierung in der Vergangenheit gespielt und wie wird sie sich hier jetzt verantworten? Und Herr Bundeskanzler Scholz, ich habe in Ihren Ausführungen die Selbstreflexion vermisst, genauso wie bei der CDU. Sie haben die letzten 8 Jahre regiert. Sie haben Ukraine finanziert seit 8 Jahren. Deutschland ist der zweitgrößte Nettozahler. Und Sie haben kein einziges Mal diese Zahlungen daran geknüpft, dass die Ukraine die Minsk-II-Abkommen, dass sie das Abkommen auch erfüllt. Und darin ging es um Autonomie. Es ging lediglich um Autonomie. Jetzt ist das vom Tisch. Jetzt ist die Autonomiefrage vom Tisch. Jetzt haben wir Krieg und daran tragen Sie die Mitverantwortung. Sie haben 8 Jahre lang der Ukraine falsche Versprechen gemacht. Sie haben sie in die EU und in die NATO gelockt. Und jetzt, wo der Krieg da ist, wo ist denn jetzt Ihre Verantwortung? Sie haben die Werte, die Demokratie, die wollten Sie mal mit der Waffe sogar in Hindukusch verteidigen. Jetzt ist der Krieg in Europa, jetzt können Sie ihn verteidigen. Und was machen Sie? Gar nichts. Sie haben Ukraine immer nur als Spielball auf der geopolitischen Karte missbraucht. Ihr ganzes Wertegerede war pure Heuchelei. Und ja, jetzt kommen Sie mir nicht mit den Sanktionen. Ich bitte Sie, die Russen haben die Sanktionen mit eingepreist. Die sagen, ich will das ja gar nicht zitieren, was der Botschafter in Schweden gesagt hat, und dass Herr Lindner gesagt hat, Schulden sind Freiheit. Das sagt jemand, der ehemals einer liberalen Partei war. Also, liebe Freunde, Schulden sind nicht Freiheit, Schulden sind Knechtschaft. Jeder Euro von diesen 100 Milliarden, die Sie hier ausgeben werden, werden arbeitenden Bürgern in Deutschland über Steuern abgepresst. So, und was haben Sie erreicht? Sie haben das gesagt, Herr Bundeskanzler Scholz. Die Einflusssphäre hat sich verschoben. Ja, welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Und geopolitisch haben Sie Russland in die Hände von China getrieben. Russland war immer eine europäische Macht, und Sie haben sie in die Umarmung von China getrieben. Und sagen Sie nicht, Sie waren nicht gewarnt. Es warnten genauso die Russen schon vor 15 Jahren. Wladimir Putin hat hier gesprochen im Deutschen Bundestag. Damals wurde er beklatscht. Er hat 2007 bei der SIKO in München gesprochen, hat uns eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten. Und Sie haben das alles ausgeschlagen. Ihre eigenen Leute haben Sie gewarnt. Admiral Schönbach noch vor einem Monat. Das alles haben Sie ausgeschlagen. Sie haben alle Warnungen ignoriert. Und das Ergebnis ist Krieg in Europa. Und dafür tragen auch Sie eine Mitverantwortung.